Das Gain-Tool ist ein nützlicher kleiner Helfer, der zwar nicht das Rad neu erfindet, aber er beherbergt einige nützliche Funktionen, die wir bisher nur über Drittanbieter-Rack-Extensions erreichen konnten. Gain-Tool hat einen Input- und einen Output-Bereich. Im Input-Bereich finden wir unter Gain einen Gain-Regler mit Dezibel und Prozentanzeige, sowie einen Bypass-Knopf, der das Gain aufhebt. Unter Mix finden wir heraus, dass wir einen zusätzlichen Input auf der Rückseite haben, den wir mit weiteren Signalen füttern können. Mithilfe der beiden Gain-Regler können wir deren Lautstärkeverhältnisse anpassen. Unter X-Fade finden wir einen horizontalen Fader, mit dem wir nun wie ein DJ zwischen unseren beiden Signalen hin und her faden können. Natürlich können wir auch hier die Lautstärke der beiden Signale anpassen. Kommen wir zum Output-Bereich. Im Pan-Width-Modus können wir unser Signal im Stereofeld platzieren und bestimmen, wie viel Stereoanteile unser Signal enthalten soll. Mit Dual Pan können wir das linke und das rechte Signal separat im Stereofeld ausrichten. Zum Beispiel könnte man so verschiedene Orchestersektionen präzise im Raum platzieren. Unter Router finden wir heraus, dass wir auch einen separaten Output-Anschluss haben. Mit dem horizontalen Slider können wir nun wählen, auf welchem Kanal unser Signal ausgegeben wird. Als Beispiel könnte man den separaten Output über ein Effektgerät senden und dann mit dem Slider regeln, wann und wie stark der Effekt dazukommt. Ganz rechts befinden sich noch 5 Knöpfe, die nicht weniger wichtig sind. Mute ist der Kill-Switch, der den Output stumm schaltet. Swap Left und Right tauscht beide Seiten, was nützlich sein kann, falls unser Signal ein Element rechts beherbergt, das wir dann doch lieber links hören möchten. Mit Invert L oder R können wir ein Signal seiner Monobitte berauben und bewirken, dass ein sich auscancelndes Signal wieder phasenkorrekt wird. Drücken wir einen dieser beiden in Verbindung mit dem Mono-Button, erhalten wir das monoisierte Seitensignal. Dieses Seitensignal kann uns helfen, die Stereostaffelung im Mix besser zu verstehen. Zu guter Letzt kommen wir auf die Rückseite. Wie bereits erwähnt, haben wir neben dem Main-Input einen weiteren AUX-Input und neben dem Main-Out den sogenannten Split-Out. In der Mitte befinden sich 3 CV-Inputs für die Modulation des Input-Bereichs und 3 CV-Inputs für die Modulation des Output-Bereichs. Die LEDs zeigen an, welche CV-Inputs für den vorne ausgewählten Modus aktiv sind. Egal ob ein einfaches Gain-Staging, das Mergen zweier Signale, das Managen des Stereofeldes oder das Abzweigen eines Signals auf einen separaten Kanal. Das Gain-Tool ist sozusagen die perfekte Ergänzung für jeden Mixkanal oder Kombinator.